meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr hört und seht es ja, ich bin draußen im Garten, genieße gerade mal kurz die Mittagspause für ein kleines Pfeifchen, für ein Video und muss halt mit Schrecken feststellen, es gibt wieder eine große Geräuschkulisse. Aber okay, das schreckt mich ja jetzt nicht wirklich ab. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen und ich möchte euch heute einen Tabak vorstellen. Und zwar geht es heute konkret um diesen Tabak hier. So, ihr habt es ja gesehen, es geht heute um einen Tabak aus dem Hause Van Eycken. Das ist ja eine altbewährte Tabakmanufaktur aus Norddeutschland. Und vorstellen möchte ich euch heute konkret diesen Tabak hier. Captain Barsdorf's Bester. Diesen Tabak hier, den habe ich schon jahrelang immer wieder im Darmpipe-Katalog gesehen und hatte keine konkrete Vorstellung, ob es sich um einen hochwertigen Tabak handelt oder nicht. Diesmal habe ich mir gedacht, okay, jetzt riskierst du es einfach mal. Hab mir die Dose geholt. Die Dose für 15,50 € enthält immerhin stolze 160 Gramm Tabak. Das heißt, hier hat man für relativ wenig Geld viel wegzurauchen. Die Geschmacksrichtung soll von der Beschreibung her früher Richtung Honig rumgegangen sein. Ob dem noch so ist, werden wir gleich merken. Doch bevor ich auf den Tabak jetzt direkt eingehe, zeige ich euch erstmal ein paar Impressionen vom Tabaksbild und dann geht es entsprechend weiter. Bis gleich. So, jetzt habt ihr gesehen, wie der Tabak ausschaut. Hier ist diese schmucke Dose nochmal. Die Dose lässt sich ganz normal mit dem Plastikdeckel öffnen, das ist klar. Innen drin gab es so eine Art Alufolie, die man noch so aufziehen konnte. Manch einer kennt das ja auch vielleicht von Milchtüten, die auch diese Alufolien drin haben. Und hier ist der Tabak. Wie ihr sehen könnt, ist der Tabak wirklich sehr, sehr hell gehalten, was halt wirklich für den sehr, sehr hohen Anteil von Virginia spricht. Und wenn man am Tabak so riecht, wie er hier in der Dose ist, kommt einem halt ein sehr angenehmes, leicht süßliches Tabakaroma entgegen. Aber ich kann jetzt weder sagen, dass ich speziell hier Honig riechen würde, noch ist von der Vanille oder vom Rum irgendetwas zu verspüren. Vanille vielleicht ein bisschen so im Hintergrund, durch diese Süße, vielleicht wird es auch ein bisschen überdeckt. Rum kann ich jedenfalls keinen riechen. Aber wie dem auch sei, wir wollen ja nicht am Tabak schnuppern, wir möchten ihn ja rauchen. Und bevor ich zum Rauchen übergehe, zeige ich euch erst noch mal kurz den Tabak, wie er in der Pfeife eingebracht ist, und dann gehen wir gleich zum Review über. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Der heutige Tag hier im Garten ist irgendwie extrem nervig. Nicht nur, dass bei irgendeinem Nachbarn hier ein Heidenlärm ist, durch LKW, rumgeschmissene Steine, weiß der Henker was alles, muss jetzt hier ständig auch noch so ein blöder Hubschrauber drüber fliegen. Naja, okay.
Ihr habt ja gesehen, Tabak ist in die Pfeife eingebracht. Hier ist das gute Stück nochmal. Das ist aus dem Hause Stanwell, eine Royal Danish im Shape Design Nummer 15. Die Nummer 15 gehört ja mit zu den beliebtesten Shapes. Und ich habe sie mir jetzt einfach mal hier ausgesucht, um den Tabak vorzustellen. Gehen wir ans Eingemachte. Wie ihr ja bei den Fotos schon sehen konntet, der Tabak ist wirklich sehr, sehr fein geschnitten. Erinnert fast schon, aber wirklich nur fast an Zigarettentabak und bäumt sich halt beim Entzünden ein bisschen auf. Ich habe eben extra so ein paar Millimeter Platz gelassen. So, jetzt ist die Oberfläche schön gleichmäßig am Glimmen. Der Nachteil ist halt wirklich, durch das Nachfeuern wird natürlich der Tabak, der sehr Virginia-lastig zu sein scheint, erstmal so ein bisschen bitter im Aroma. Doch schon nach wenigen Sekunden ist dieses bittere Aroma verschwunden. Geschmacklich verspürt man weniger die Süße von Virginia, sondern vielmehr es ist so ein ja, etwas herberes Aroma. Also nicht süßlich, sondern eher wirklich so in die würzige Richtung gehend. Und so überhaupt nicht das, was man erwarten würde. Versprochen ist er ja ursprünglich als Honig, Vanille und Rum. Man spürt wirklich so einen ganz, ganz dezenten Hauch Honig, wenn man ihn raucht. Aber wirklich nur ganz dezent. Und ganz ehrlich, wüsste ich nicht, dass Honig drin ist, würde ich ihn als solchen vermutlich noch nicht einmal erkennen. Vom enthaltenen Rum spüre ich beispielsweise überhaupt nichts. Auch wenn ich kein großer Rum-Kenner bin, ich bin auch kein Whisky-Kenner, aber so schmecke ich doch heraus, ob sich Rum oder Whisky zumindest irgendeine Form von Alkohol bei der Aromatisierung findet. Hier kann ich überhaupt nichts feststellen. Nee. Für mich schmeckt der Tabak allen Ernstes wie eine Art Zigarettentabak mit einem Hauch Honig im Aroma. Ja, schmeckt wie ein Zigarettentabak. Zigarettentabak, ein Hauch Honig, mehr ist es leider Gottes nicht. Wer hier also wirklich einen hochwertigen Aromaten erwartet, der wird wohl leider ein bisschen enttäuscht werden. Die Raumnote ist leicht, ist wirklich relativ leicht, riecht nach Tabak. Mit etwas viel Fantasie kann man vielleicht auch noch so einen Hauch Vanille, zumindest im Duft, vermerken. Geschmacklich begibt man sich da auf dünnes Eis. Also ich bin immer noch der Meinung, es schmeckt eher nach einem Hauch von Honig, weniger nach Vanille. Dieses hingegen leicht im Duft zu vermerken.
Geschmacklich hingegen bin ich immer noch der Meinung, Zigarettentabak. Also, wenn einer von euch von Zigarette jetzt auf Pfeife umgestiegen sein sollte und der immer noch ganz gerne mal eine Zigarette rauchen möchte, dem würde ich echt mal raten, holt euch hier Barsdorfs Bester, das ist der gelbe. Er schmeckt meiner Meinung nach Zigarettentabak mit einem Hauch von Honig, mehr nicht. Und auch, ihr habt ja das Schnittbild gesehen vom Tabak, es geht wirklich in die Richtung Zigarette. Der Vorteil bei dem Schnitt ist halt, der Tabak lässt sich leicht in alle Größen vom Pfeifen einfüllen, von klein bis ganz groß. Heißt ja auch für alle Pfeifengrößen geeignet. Er lässt sich unproblematisch herunterrauchen, definitiv. Er ist mild, er ist keineswegs kratzig. Er hat diese ganz, oder sagen wir mal extrem dezente Aromatisierung mit diesem minimalen Hauch von Honig. Und meiner Meinung nach ist es wirklich was für jemanden, der ihn wirklich als All-Day Smoke nehmen will, der nicht ohne seine Pfeife im Mund kann, der ständig einen guten Tabak braucht oder überhaupt einen Tabak benötigt, der sich nicht aufs Rauchen konzentrieren möchte, sondern bei dem die Pfeife während der Arbeit immer nur ein bisschen am Glimmen, am Rauchen ist. Für den mag das hier wirklich dann eine gute Alternative sein, weil der Tabak ist günstig, er ist nicht schlecht, er schmeckt halt einfach nur sehr, sehr mild, ist kein Aromat, wie ich ihn jetzt erwartet hätte, und entspricht halt leider auch nicht meinen Erwartungen. Ich werde jetzt die Dose im Laufe der Zeit aufrauchen, definitiv ja, wegschmeißen tue ich ihn nicht, aber ich bin mir auch sicher, es wird das letzte Mal sein, dass ich ihn gekauft habe. Von daher, für zwischendurch mal, wenn man sich nicht darauf konzentrieren möchte, ja, kann ich sagen, würde ich machen. Aber wenn ich mich wirklich zurücklehnen möchte, um einen leckeren, aromatischen Tabak zu rauchen, egal ob Aromat, Hocharomat oder naturbelassen, da möchte ich doch wirklich was von dem versprochenen Tabak auch genießen können. Und das ist hier leider weniger der Fall. Von daher, für zwischendurch aus meiner Sicht gesehen, ja, er ist nicht schlecht. Ich würde sagen, er ist so unteres Mittelfeld. Mittelprächtig. Wenn es eine Note wäre, wäre es vermutlich eine Note 4. Kann man rauchen, ja, kann man nichts verkehrt machen. Aber ich kenne deutlich bessere Tabake, die kosten zwar auch mehr, bieten einem aber auch nach meinem Gefühl deutlich besseres Rauchvergnügen. Tja, jetzt bin ich natürlich gespannt, wer von euch kennt den Tabak? Captain Barsdorf Bester. Hier ist die Dose nochmal. Früher, wie gesagt, beworben mit Honig, Vanille und Rum. Kennt ihr ihn? Habt ihr ihn geraucht? Was ist eure Meinung dazu? Wenn ihr noch keine Erfahrung mit dem Tabak habt, nichtsdestotrotz, da unten, Kommentare, hinterlasst mir bitte gern eure Meinung dazu, was ihr euch darunter vorstellt, ob er was für euch sein könnte oder nicht. Ich bin auf eure Erfahrungen bzw. auf eure Erwartungen gespannt. Lasst uns hier ein bisschen austauschen. Ich danke euch in gewohnter Weise sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und natürlich viel Spaß mit eurem Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gewogen. Wir sehen uns definitiv wieder hier auf meinem Kanal. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.